Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Hallo zusammen, wir schauen uns heute an die nächsten 42 Stunden, die nächsten 72 Stunden. Welche Energien sind fürs Kollektiv verfügbar? Was darf ich weitergeben? Welches Thema möchte beleuchtet werden? Da hat sich eine umgedreht. Es geht um das Fortgehen und es geht unten um das Thema Nüchternheit. Hier darf man vielleicht mal ganz nüchtern die Dinge betrachten, bei denen wir einen anderen Platz brauchen oder von denen wir uns auch fortbewegen sollen. In diesem Fall können das jetzt hier zwei spezielle Sachen sein. Ne? Mit der Nüchternheit beschreibt man ja auch einen Zustand ohne Süchte, ne? Ohne irgendwelche Abhängigkeiten jeglicher Art. Und hier habe ich einfach das Gefühl, es geht um ungute Situationen, um Möglichkeiten für sich selber besser zu sorgen, einen neuen Weg zu finden. Das muss auch nichts Drastisches sein oder sehr, sehr schnell gehen, sondern man kann sich so langsam seinen Weg bahnen, sich überhaupt mal zu öffnen, einen Platz zu verlassen oder einen Weggang von irgendeiner Situation oder einem Menschen zu planen. Wir werden dabei immer den richtigen Weg auch finden. Es geht dabei halt auch sehr viel darum, Ängste loszulassen. Man hält hier vielleicht fest an einem Ort, an einer Situation, an jemanden und es tut einem nicht gut und man weiß es und man macht es trotzdem. So, die Intuitionskarten von Martin Zoller, was sagen die noch dazu? Aha, es geht um Geld. Hier ist immer auch vielleicht finanzielle Abhängigkeiten oder man hat vielleicht die Befürchtung, das Fortgehen kostet zu viel Geld, man kann es sich nicht leisten. Oder aber man macht hier irgendwie einen Verlust, wenn man die Situation verlässt. Ne? Okay, hier ist das Finanzielle mit dabei, ne? Dass man denkt so, ich habe das Geld nicht, ich habe vielleicht einen finanziellen Verlust, wenn ich irgendetwas verändere. Schauen wir ein bisschen weiter, was ich noch dazu sagen darf. Ja, hier ist schon der Verlust. Das passt eigentlich wieder wunderbar. Ne? Das geht an alle die irgendwie in Situationen sehr viel investiert haben und die dann denken, wenn ich jetzt hier nicht weiterkämpfe, dann mache ich noch mehr Verluste von dem, was ich schon investiert habe. Oder durch das Verändern einer Situation eventuell auch komme ich nicht mehr auf den Boden oder auf den grünen Zweig. Hier fällt das Wort Nüchternheit. Ne? Hier ist sehr viel Emotion dabei, Ängste. Und mit Nüchternheit betrachtet, wüsste man vielleicht ganz genau, wie die Sache geht. Hier sind so Instruktionen, die sitzen auch im Unterbewusstsein. Möglicherweise stellst du dich immer an die letzte Stelle oder die Gegenüber sind wichtiger. Man sieht jedenfalls, dass hier ein Kampf geführt wird. Es kann ja auch um Familienthemen gehen. Ja, hier ist ein bisschen Stress, hier ist ein bisschen Nebel, keine klare Sicht, was ja klar ist. Ne? Der Blick ist irgendwie nicht durchlässig, die Gedanken sind verhangen von irgendwelchen Themen, die benebeln. Anstatt klar zu sehen, guckt man hier mehr auf die Unruhe.
Jeder hat hier vielleicht auch eine andere Meinung. Das ist jetzt hier sehr speziell, ne? Das ist kollektiv, nicht vergessen. Möglicherweise geht es auch um Themen, die triggern, ne? Ich habe hier in der Vergangenheit vielleicht auch einen persönlichen Verlust von einem Menschen. Das hatte vielleicht auch mit dem Thema Geld zu tun und das sitzt hier alles so im Rücken drin, ne? Es kann ja auch um Abhängigkeiten gehen, wo wir unsere Kinder noch unterstützen mit Geldern oder ja, wo einfach die anderen auch sehr wichtig sind. Und das Ganze gibt uns hier Stress. Bei diesem Beispiel hier so speziell muss ich jetzt gerade an mich denken auch, ne? Verlust, Freundschaften, die mit dem Thema Geld zu tun hatten. Meine Freundin ist aufgrund finanziellen Sachen von uns gegangen und sowas alles könnte das sein, dass man das so im Nacken hat oder auch eben, dass man irgendwo immer wieder hilft, Finanzen auszugleichen, die einem nicht gehören. Hier braucht etwas mehr Aufklärung, mehr Bewegung, mehr Kommunikation. Ja, und das ist hier schon ein arger Konflikt, den man hier mit sich hat. Oder man hat vielleicht auch dieses Ding, dass wenn man sich in eine andere Richtung bewegt, dass tatsächlich irgendwo noch mehr Konflikte kommen statt Ruhe. Nichtsdestotrotz liegt hier der Neuanfang. Der Neuanfang, der etwas harmonisiert, der Klarheit mitbringt, der für Ruhe sorgt auch und der viel Stabilität mitbringt. Es ist vielleicht ja auch mit einer Entscheidung verbunden am beruflichen Bereich oder mit Wegkreuzungen, die über den Beruf gekommen sind, mit Entscheidungen, die man in diesem Bereich treffen musste. Oder auch, wir haben hier die Kinder mit dabei, das Gegenüber, vielleicht auch Freunde, Arbeitskollegen. Wenn ich hier noch ein bisschen weiter gucke, steht die Geldkarte wieder auf dem Kopf. Zusammen mit den Mäusen würde das wieder bedeuten, hier nagt etwas am Geld. Ja? Hier bleibt man irgendwo verhaftet, weil man nicht die Situation verlassen möchte. Sehr spannend. Hier geht es auch sehr darum, dass wenn man mal verliert, und wir verlieren alle mal im Leben, jeder macht irgendwo einen Verlust, entweder mental oder auch arbeitstechnisch oder im Umfeld, dann soll man diesen Verlust nicht nachweinen, sondern sich einfach wieder neu auf den Weg machen, aus der ganzen Situation etwas lernen und das nächste Mal umsetzen. Das ist so dieses Ding, man möchte alles zusammenhalten und im Prinzip wäre es besser, man würde an einer Stelle loslassen und sich der Neuerung öffnen. Hier ist auch viel wieder dabei, ich weiß nicht wie oder ich bin mir nicht im Klaren und nüchtern betrachtet wäre die Sache ganz klar. So, das passt wunderbar. Wir haben das Thema Mut dabei. Und unten, den doppelten Regenbogen, der für ein Wunder steht. Bei der Mutkarte kriegen wir ja auch gesagt, dass wir die Kraft haben, den Dingen entgegenzutreten und auch standzuhalten. Und dass wir irgendwo auch unseren inneren Krieger mal wieder hervorholen dürfen, der die Stimme erhebt für diejenigen, die nicht so mit Glück gesegnet sind. Und es ist nicht die Zeit, klein beizugeben.
oder sich von Glaubenssätzen auch von anderen einschränken zu lassen. Hier ist auch viel Freiheit, ne? Frei sein, nicht in irgendwelche Zwänge eingebunden. Und man hat hier dieses Ding, dass man zwar Befürchtungen und Ängste hat, aber dass man gleichzeitig auch sich davon nicht ausbremsen lässt, dass man ein Zeichen setzt und groß und tapfer voranschreitet. Wenn wir hier diesen doppelten Regenbogen angucken, dann dürfen wir hier die Verluste in der Vergangenheit lassen und im Hier und Jetzt auf das Gute zugehen, auch mehr ins Vertrauen zu kommen, dass wir behütet sind, den Glauben aufrecht zu erhalten, dass das Universum uns Ausgleich bringt. Und es ist ja auch wichtig, dass man für sich etwas tut, für seine Vitalität, für seine Karriere, für seine Beziehungen, dass man in sich investiert. Dann kommen hier auch die Gewinne, die Freude, die Segen und die Wunder zu uns. Das ist ja immer so, wenn du nur auf den Verlust guckst, dann ziehst du eben diesen Verlust auch immer wieder an oder du kommst nicht in den Kopf über diese Grenze, die wir alle haben, die ja bei jedem auch anders ausgerichtet ist. Wow, guckt mal, wie schön, die Friedenstaube. Eine erlösende Nachricht erhalten, ein Angebot, das wir brauchen können, eine Botschaft, ein Zeichen irgendwo, wie es weitergeht, wie die Nebel sich klären. Erleichterung einfach, ne? Hier kann auch sein, man kriegt so ein Gruß von oben. Auf jeden Fall etwas, das Harmonie mitbringt, mehr Stabilität und Auflösung in unseren Themen, die jetzt zu bewältigen sind, ne? Ich denke, wir lassen das so stehen. Ich mache euch hinten dran noch ein kleines Auswahlorakel für eure nächste 72 Stunden. Das ist ja kollektiv. Und doch finde ich auch ein großes Thema, dass man immer in Situationen verharrt, die Verlustdenken aufrechterhält, anstatt sich mutig auf den Weg zu machen. Ihr Lieben, ich drücke euch bis nachher zum Auswahlorakel oder bis zum Wochenorakel. So, ihr Lieben, hier bin ich wieder. Schauen wir in die kleine Zusatzbotschaft rein. Gleich 2 rausgefallen. Äußerst nett. So. Meine eigenen Karten stehen auf dem Kopf, das lasse ich jetzt mal so. Die Vögel wie immer dann, wenn ihr gewählt habt. Ich werde mich für die rechte Seite entscheiden. Schauen wir, was da liegt. So. Hier repariert man Fehler. Das ist sehr passend zum kollektiven Orakel, denn hier wollte jemand rote Rosen setzen und hat gelbe. Und jetzt ist er dabei, die Dinger einfach rot anzumalen, ne? Es ist ein bisschen mühselig, aber man schaut nicht auf den Verlust, sondern macht das Beste aus diesen Sachen, die eben jetzt sind.
und gebe irgendetwas, was du hast, den Tieren weiter. Könnte eine gute Botschaft sein, ne? Hier etwas Gutes zu tun für die, die sich selbst nicht wehren können. Wir haben die Unterstützung. Passt hier sehr gut, ne? Wenn man was empfängt, gibt man etwas weiter. Und wir haben den rosaroten Elefanten. Hier ist der Hinweis, sich nicht immer nur auf die Dinge zu konzentrieren, die man nicht will. Es geht um das Mindset, um die Gedanken, vielleicht sogar um das Umfeld, das damit auf einen einwirkt. Negativität ausblenden und die Aufmerksamkeit auf das lenken, was man sich wünscht. Das passt sehr gut zum Verlust und auch zu diesem, was mache ich, wenn mir mal ein Fehler unterlaufen ist, wie gehe ich damit um, ne? Und wir haben hier die Gazelle, die tatsächlich sehr, sehr viel damit zu tun hat, mit dieser Botschaft. Denn sie bringt neue Strömungen und sie bringt frischen Wind und das Licht des Morgens, das uns Befreiung mitbringt. Hier schließt sich ein Kreis und ein neuer Zyklus beginnt und man darf sich öffnen für neue Ideen. Die haben ja auch Geweihe, da können die sich ein bisschen durchboxen und trotzdem stehen sie für das Thema Anmut auch, ne? Für rettende Wege in die Freiheit. Und wenn die Antilope in unser Leben springt, bringt sie immer einen Zyklus mit, einen wiederkehrenden Zyklus, den man verlassen kann und Erfahrungen sammeln oder die Dinge auch in einem neuen Licht betrachten. Wenn ihr überlegt, in der Kollektivlegung hatten wir das Verklärtsein, den Nebel. Hier ist sehr viel Intuition, geistige Führung, Sehnsüchte. Es kann uns niemand aufhalten, wir können große Sprünge machen und es ist ein guter Augenblick auch für die Neubeginne an sich. Man muss die nicht alleine machen, man kriegt Unterstützung. Der Dompfaff. Ich suche dich auf, um dich auf deine Anfälligkeiten hinzuweisen. Du befindest dich in einem Übergang in eine neue Lebensphase. Neue Knospen treiben an. Entdecke das Neue mit Achtsamkeit. Wunderbar. Schauen wir auf die andere Seite. Was habt ihr Schönes? Ja, hier ist diese grüne Plörre. Kein Mensch von uns würde die trinken. Das passt sehr gut zur Nüchternheit vom Kollektiv-Orakel, ne? Sich absichtlich Schaden zufügen, Selbstsabotage, nicht wissentlich Dinge tun, die nicht gut für uns sind. Und hier darf man sich neu kennenlernen, sich selbst neu definieren. Ohne dieses, was schädlich ist. Wie lebt es sich da? Ihr habt den faulen Kürbis. Hier hat man auch toxische Situationen, egal wie es ist, ne? Entweder man verschwendet seine Zeit für Leute, die es nicht verdient haben, oder man möchte irgendwie einen verdorbenen Charakter erretten. Hier ist etwas faul, nicht koscher, ne? Und das kommt halt hier überdeutlich raus und es hat vielleicht mit dir weniger zu tun, als du denkst und du hältst dich trotzdem in dieser Sphäre auf. Ein Aha-Erlebnis wird dir hier helfen, dich neu zu definieren. Und ja, ihr habt den Hai mit der Initiation, ne? Hier kommt eine karmische Prüfung, eine große Prüfung, bei der ihr über euch hinauswachsen könnt. Da sind viele Schattenthemen, ne? Da, wo man hinguckt, spürt man vielleicht, da ist was nicht koscher, da ist etwas faul und es geht darum, sich dem zu stellen, um sich selbst neu zu definieren. Der Hai taucht irgendwo aus der Tiefe des Meeres auf. Und da sind natürlich auch Urängste, die man überwinden kann. Der Hai hilft hier auch, Schutz aufzubauen, Stärke und Mut zu entwickeln. Und hier sind schon so Kindheitsdinger mit drin. Hier darf man den Ängsten einen Namen geben und frei sein und zu neuen Ufern aufbrechen.
Der Grünfink. Ich fliege in dein Leben und bringe dir Sicherheit, Schutz und Fülle. Gestalte dein Leben selbstsicher mit deiner eigenen Kraft. Die Fülle des Universums steht für dich bereit. Du wirst hier nicht fallen, ne? Du wirst dich neu definieren. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch. Bis bald.